Europa ist in einer misslichen Lage. Ungewollt und sehr zu seinem Verdruss findet sich der Kontinent in einem neuen Zeitalter wieder. Der französische Präsident hat es vor kurzem auf den Punkt gebracht und dazu den Slogan von George Bush dem Älteren und Margaret Thatcher benutzt. Die Friedensdividende, von der diese beiden nach dem Zerfall der Sowjetunion sprachen, ist aufgebraucht. Die Zeit sinkender Verteidigungsausgaben vorbei. Und Verteidigung umfasst mehr als nur Rüstung. Viele Bereiche sind verletzlich und werden von bösartigen Akteuren ins Visier genommen, darunter auch die Versorgungssicherheit. Zuletzt war viel von der Abhängigkeit Europas von China die Rede, was seltene Erden angeht, aber auch die bei der medizinischen Versorgung hat China mit Indien eine ähnliche Monopolstellung. Dazu kommen seit Jahren auftretende Versorgungsengpässe in den meisten Ländern Europas bei verschiedenen Medikamenten, in Deutschland zuletzt notorischerweise bei Hustensaft für Kinder. Die Europäische Union hat sich nun dieser Versorgungsproblematik angenommen. Gesundheitspolitik ist normalerweise keine EU-Domäne, aber die Covid-Krise hat gezeigt, dass koordiniertes Handeln effektiv sein kann. Mit dem Critical Medicines Act, von der Kommission vorgestellt im März, will man die schlimmsten Schieflagen ins Lot drücken. Die Gesetzesvorlage wird nun auch vom Europäischen Parlament bearbeitet. Von dort begrüße ich Sie heute mit meinen Gästen bei Europe Up to Date. Peter Liese, der für die CDU Südwestfalen vertritt, ist Arzt, arbeitete nach seinem Examen in einem Kinderkrankenhaus, wurde aber bereits nach 2 Jahren ins Europaparlament gewählt. Das war vor 31 Jahren. Seitdem hat er sich als ein führender Gesetzgeber in den Bereichen Umwelt- und Gesundheitspolitik einen Namen gemacht. Herzlich willkommen. Volker Bahr ist Leiter der Abteilung Globale Politik bei medac, einem führenden deutschen Unternehmen für klinische Spezialpräparate, pharmazeutische Produkte und Diagnostika. Er hat die Entstehung des Critical Medicines Act von Beginn an in dem offiziellen Beratungsgremium genau verfolgt und tut das weiterhin. Herzlich willkommen. Zunächst die Frage an Sie, Dr. Liese. Sie haben die Initiative begrüßt und ein rasches Vorgehen zur Bekämpfung der Arzneimittelknappheit gefordert. Jetzt hat die Kommission weitere Details vorgelegt zu Medical Countermeasures, also medizinischen Gegenmaßnahmen. Das klingt ja schon ein bisschen militärisch. Und zur Bevorratung von kritischen Arzneimitteln. Geht es Ihrer Ansicht nach in die richtige Richtung? Ja, definitiv. Ich denke, wenn man die Menschen auf der Straße fragt, was sind die größten Probleme, dann kommt natürlich Krieg und Frieden, die wirtschaftliche Situation und einige andere große politische Themen. Aber dass man in der Apotheke immer wieder hört, das Medikament ist nicht lieferbar oder auch im Krankenhaus und dass dadurch wirklich dramatische Situationen entstehen, das ist eines der größten Alltagsprobleme der Menschen. Ich war vor einiger Zeit noch mal in der Klinik, in der ich früher gearbeitet habe, habe sozusagen notfallmäßig ausgeholfen, weil die überfüllt waren. Und da lagen Kinder auf einer überfüllten Station, nur deshalb, weil wir keinen Antibiotikasaft hatten und sie deshalb noch länger Infusion bekommen mussten. Das sind Zustände, die sind in einem reichen Land wie Deutschland oder in einem reichen Kontinent wie Europa absolut untragbar. Und deswegen war es höchste Zeit, dass die Kommission hier Vorschläge macht und wir müssen die zügig annehmen und in die Praxis umsetzen. Kommen wir vielleicht gleich auf die Details zurück, aber zunächst auch von Ihnen, Herr Bahr, in die richtige Richtung. Sind Sie mit den ersten Vorschlägen, den Strategien, die vorgelegt wurden, jetzt zufrieden? Mit viele. Ja, also wie immer müssen wir uns über die Details unterhalten, beziehungsweise Sie unterhalten sich jetzt im Parlament darüber. Und dann gibt es ja noch ein paar Anschlüsse und ein paar andere Gesprächsebenen. Aber im Großen und Ganzen stimmt das. Wir haben 2 Sachen, glaube ich, auf die wir Acht geben müssen. Das eine ist, dass wir jetzt nicht alles aus den nationalstaatlichen Verantwortungen einfach nach Brüssel verlegen und sagen, sollen die sich doch mal drum kümmern, sondern es muss ein gutes Miteinander sozusagen der europäischen Ebene mit den Länderverantwortlichen geben. Dieser Austausch ist wichtig und das muss auch sozusagen in einem guten Einklang funktionieren. Und das Zweite ist, die EU-Kommission hat sich im Augenblick ein sehr, sehr großes und sehr umfangreiches Programm vorgenommen. Critical Medicines Act haben Sie genannt, Medical Countermeasures, also medizinische Gegenmaßnahmen haben Sie gemacht. Gleichzeitig kommt noch die Life Science Strategie und der Biotech Act. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das auch alles zueinander passt und in einen Fluss gehört. Das wären sozusagen so ein bisschen die Sorgenpunkte. Aber grundsätzlich toll, dass da jetzt was passiert.
und toll, dass das auch im Diskurs mit der Industrie passiert. Ja, also die beiden Strategien. Eins, das bisschen militärisch klingende Countermeasures, kommen wir vielleicht noch darauf zurück, aber das andere ist Bevorratung. Und da war ja im Vorfeld, wie gesagt, wie viel sollen das sein? Sind es 100? Da gab es auch verschiedene offizielle Listen von verschiedenen Organisationen. Wie viel sollten diese kritischen Medikamente eigentlich sein? Was soll das betreffen? Jetzt hat man das aber relativ eng gefasst. Und ist das der richtige Weg? Ist sozusagen sollten dann alle anderen kritischen Medizin eher, wie Sie sagten, vielleicht auf nationaler Ebene sichergestellt werden? So, Sie fragen jetzt den Parlamentarier? Ich frage Sie erstmal Sie vielleicht. Erstmal Sie. Als Anschlussfrage. Also es ist natürlich immer hilfreich, wenn wir sozusagen gewisse Schwerpunktsetzungen haben und klare Definitionen. Das ist in der Tat so ein bisschen, da müssen wir jetzt beim Critical Medicines Act noch gucken. Ich glaube, da sind die Parlamentarier noch nicht ganz auf gemeinsamer Linie, wie weit oder wie eng sie bestimmte Themen fassen mögen. Die EU-Kommission als EU-Kommission hat es tatsächlich im Augenblick ausgesprochen eng gefasst und hat es im Prinzip wirklich nur auf die Sachen, die in absoluten Krisensituationen notwendig sind, wie Antiinfektiva und solche Sachen beschränkt. Das, sage ich jetzt mal so, geht vielleicht ein bisschen an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei. Da wird man sicherlich noch miteinander sprechen. Von Industrieseite ist zu begrüßen, wenn wir uns klar positionieren und sagen, das hat Prio und das hat ein bisschen weniger Priorität. Ja. Aber diese Art von kritischen Medikamenten helfen natürlich dann den Kindern, die Antibiotika brauchen, nicht unbedingt sofort. Ja, ich glaube, muss man da noch nachbessern? Oder? Auf jeden Fall ja. Die Bevorratung kann auch nur ein Teil der Strategie sein. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir Anreize dafür setzen müssen, dass wieder in Europa produziert wird. Und dazu gehört erstens bei den Ausschreibungen, darf es nicht mehr nur nach dem Motto gehen, billig, billig, billig. Wenn wir uns zu Weihnachten, zu Neujahr, zum Geburtstag was Gutes wünschen, dann sagen wir Hauptsache Gesundheit und nicht Hauptsache billig. Ja. Aber die Mitgliedstaaten haben immer gesagt, Hauptsache billig. Deshalb sind wir sehr abhängig von Indien und China. Und wenn dann Störungen im System sind, irgendwo eine Fabrik brennt, im Suezkanal steht ein Schiff quer, dann haben wir halt Versorgungsengpässe und am Ende wird's teuer. Weil was kostet ein Tag in der Kinderklinik? Da kann man sehr viel Antibiotika-Flaschen für kaufen. Das Zweite ist, wenn wir dann Anreize haben, müssen die Unternehmen wie Ihres natürlich auch schnell eine Genehmigung bekommen. Wenn wir 10 Jahre brauchen, bis die Fabrik steht, bis dahin sind wir vielleicht schon ohne Arzneimittel, weil China uns den Hahn zugedreht hat aus geopolitischen Gründen. Und dann kommt die Bevorratung dazu. Und da gibt es in der Tat eine Diskussion. Deutschland ist ein großes Land, kann im Zweifel auch viel alleine stemmen. Aber ich bin Europaabgeordneter und meine Kollegen aus den kleinen Ländern sagen, lass es uns doch gemeinsam machen. Wir als kleines Land können gar nicht alles bevorraten, was wir brauchen. Und da muss man eine gute Mischung finden. Die Bevorratung muss ja nicht immer zentral in Brüssel sein, aber man muss sich austauschen und sich gegenseitig helfen, wenn es knapp wird. Da sollten wir wirklich aus der Corona-Pandemie gelernt haben. Am Anfang sind in Italien Ärzte, Pflegekräfte massenhaft gestorben, weil es keine Masken gab. Und dann hat als erstes Frankreich, dann auch Deutschland Exportverbot gemacht. Das hat schon die Europäische Union an den Rand ihrer Existenz gebracht. Und das dürfen wir beim nächsten Mal nicht so machen. Wann haben Sie dann die Kurve gekriegt, sozusagen dann doch noch? Aber die erste Reaktion ist sozusagen zumachen, wir brauchen das selber. Kann das mit Medikamenten auch passieren? Ja, die Gefahr besteht, wenn wir das nicht europäisch abgestimmt machen und insbesondere, wenn wir nicht eine Lösung für das Gesamtproblem haben. Also im Moment kann man viel nach Bevorratung rufen. Wenn ein Medikament schon knapp ist die Bevorratung kontraproduktiv, weil dann kommt es ja nicht zu den Leuten. Wir müssen erstmal die Produktion hochfahren und das kaufen auch in Drittstaaten, was zur Verfügung steht. Und dann kann man über Bevorratung reden. Und da muss man es natürlich auch clever machen. Nicht, dass die Medikamente ablaufen, sondern so logistisch das aufbereiten, dass sie dann frühzeitig abverkauft werden, wenn sie nicht für den Notfall gebraucht werden. Und dann muss wieder aufgestockt werden.
Und also Sie sagten es schon, einer der wichtigsten Aspekte, und das ist ja, glaube ich, auch in der Strategie, auch in dem Critical Medicines Act berücksichtigt, zumindest von der Absicht her, nicht mehr nur billig, sondern eben auch gut und vor allen Dingen, dass es da ist. Das bedeutet aber natürlich dann auch mehr Kosten, dass die Sachen teurer werden. Ja, sie werden nicht umsonst arbeiten, sozusagen umsonst Medikamente produzieren. Wie kann das sozusagen in Einklang gebracht werden, dass die Bürgerinnen und Bürger da auch mitziehen und nicht sagen, das ist aber schrecklich, jetzt muss ich 2 Euro mehr für mein Medikament bezahlen, für mein Arzneimittel bezahlen? Ja, also da sind wir natürlich auch gespannt, weil ich arbeite für ein deutsches Unternehmen. Wir produzieren in Deutschland und in der Tschechischen Republik. Europa hat relativ im Verhältnis zum Rest der Welt relativ hohe Energiekosten. Wir haben sehr hohe Sicherheitsstandards, das ist gut und richtig so. Wir haben sehr hohe Umweltstandards, das ist gut und richtig so. Wir sorgen für eine ordentliche Entlohnung unserer Belegschaft, auch das ist gut und richtig so. Aber ist natürlich im weltweiten Gefüge dann schon eine andere Preisstellung, als wir sie eben dann mit bestimmten außereuropäischen Regionen eben haben. Und selbst innerhalb Europas haben wir noch ein gewisses Gefälle. Ja. Also von daher ist die Idee mit sogenannten Europalosen, wie die ersten deutschen Krankenkassen es jetzt versuchen, zum Teil durch Gesetz gezwungen, zum Teil durchaus auch ein bisschen freiwillig. Das ist so eine gemischte und Gemengelage. Werden wir sehen, ob das funktioniert. Im Augenblick ist das noch relativ stark im deutschen Gesetz auf die Antibiotika eingeschränkt. Die ersten Krankenkassen versuchen das auch tatsächlich für andere Indikationsbereiche. Es läuft gerade von einer großen Krankenkasse eine tatsächlich auch Umweltausschreibung genannte Ausschreibung. Wir werden sehen, ob das funktioniert und um das, was denn dann da sozusagen ein Mehr darstellbar ist, dann auch das ist, was uns tatsächlich hilft, die Standorte zu halten, im Idealfall auch wieder auszubauen. Darf ich 2 Punkte dazu sagen? Natürlich. Zunächst einmal, wir dürfen ja nicht so tun, als ob das, was wir im Moment haben, keine Kosten verursacht. Also erstens nochmal, da waren Kinder in der Klinik, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, die hätten nach Hause gehen können. Die waren in der Klinik und was kostet ein Tag in der Kinderklinik? Da kommen sie mit 500 € nicht hin. Und das passiert ja 100-fach täglich in Deutschland, dass Menschen im Krankenhaus sein müssen, weil bestimmte Medikamente nicht vorrätig sind, dass bestimmte Therapien nicht optimal laufen. Das verursacht auch Kosten neben dem schrecklichen Leid. Und Apotheker, Ärzte, anderes medizinische Personal, manche von denen verbringen die Hälfte ihrer Arbeitszeit damit anzurufen, wo ist noch was da, was kann ich als Ersatz nehmen. Auch ein sehr bürokratisches Verfahren, dass man die Ärzte jedes Mal bitten muss, ein neues Rezept auszustellen, obwohl eigentlich klar ist, eine Alternative wäre möglich. Das kostet unendlich viel Geld. Wir beschäftigen hochqualifizierte Leute damit, dieses Problem irgendwie zu lösen. Ich glaube, das muss man in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mit reintun. Und es geht ja im Wesentlichen um Generika. Das sind Medikamente, die recht preiswert sind. Da ist der Patentschutz abgelaufen. Und weil sie so preiswert sind, werden sie außerhalb Europas zum Großteil produziert. Es gibt eine Studie, die sagt, dass wenn wir die gesamte Produktion vom ersten Schritt bis zur Verpackung aus Asien nach Europa verlegen, dass das dann eine Kostensteigerung von 40% mit sich bringt. So ein Antibiotikasaft, der kostet zwischen 2 und 3 €. Und jetzt legen wir mal auf 2 € 40% drauf. Da sind wir bei 2,80 €. Da kann man, glaube ich, vertreten, dass man das investiert, weil wir ja eine Riesenkette von Problemen, ökonomische Probleme, aber vor allen Dingen persönliche Probleme lösen. Der zweite Punkt, wir haben es angedeutet, Deutschland hat angefangen. Lauterbach hat erste Gesetze auf den Weg gebracht, der frühere Gesundheitsminister. Aber die Krankenkassen haben natürlich zu Recht gesagt,
ist es nicht rausgeschmissenes Geld. Wer baut eine Fabrik in Deutschland oder Europa auf, wenn nur ein Land, Deutschland, sagt, für dieses Medikament gebe ich euch mehr Geld, wenn ihr in Europa produziert? Europa hat dieses Problem nicht verursacht. Das waren die Mitgliedstaaten. Ja. Ja. Aber der gemeinsame europäische Markt hilft es viel besser zu lösen und spart natürlich für das einzelne Mitgliedsland Kosten. Wenn wir die Marktmacht von 450 Millionen Menschen zusammentun, dann wirkt das auch und dann haben wir für unser Geld auch was. So, einfach als Mitgliedsland sagen, wir hauen hier mal was raus, ohne dass wir wissen, dass da wirklich was passiert. Das kann Geldverschwendung sein. Aber wenn Europa das gemeinsam macht, dann kommen wir auch zum Ziel. Was brauchen wir da? Also Garantien sozusagen oder auch eine Einigung auf EU-Ebene, dass sozusagen alle Länder davon profitieren können? Dass alle Länder davon also wir haben in diesem Critical Medicine Act verschiedene sehr wichtige Punkte. Für mich die zwei wichtigsten sind Verfahrensbeschleunigen. Wenn eine Firma sagt, ich investiere in Europa, dann muss das ganz schnell genehmigt werden. Da müssen auch Bedenken zurückgestellt werden, das muss priorisiert werden. Und wenn die Behörde nach einiger Zeit keine Antwort gibt, dann gilt die Genehmigung als erteilt. In der Corona-Pandemie haben wir es geschafft, in 8 Monaten ein Werk in Marburg aufzubauen für den Impfstoff. Zugegebenermaßen, da waren einige Voraussetzungen schon gegeben, aber trotzdem in normalen Zeiten hätte das ewig gedauert. Aber das versorgt die Welt mit Impfstoff und das muss der Benchmark sein. Und der zweite Punkt ist eben, bei der Ausschreibung muss berücksichtigt werden, nicht nur der Preis, sondern auch die Frage der Liefersicherheit. Das heißt, Produktion in Europa muss uns was wert sein und Produktion an verschiedenen Standorten. Denn auch in Europa kann mal eine Fabrik brennen oder es gibt ein technisches Problem, dann wird sie geschlossen. Von daher braucht man auch immer mindestens 2 Produktionsstätten von einem Anbieter oder mehrere Anbieter, damit, wenn einer ausfällt, man eben nicht total in die Knappheit reinläuft. Ja. Und Sie haben ja schon 2 Standorte, so in Deutschland, Tschechische Republik. Könnte sich das noch weiterentwickeln? Ist das auch ein Vorbild für andere mittelständische Unternehmen, Ihrer Meinung nach? Das ist ein gutes Vorbild. Wir haben verschiedene, also wir haben gerade relativ frisch in der Tschechischen Republik eine neue Anlage eingeweiht, die im Prinzip das Pendant zu einer bereits existierenden Anlage in Deutschland ist. Das heißt, es wäre, und da sind wir genau wieder beim Punkt interner Kosten- und Sicherheitskalkulation und extern sozusagen. Es wäre natürlich viel, viel einfacher gewesen, einfach nur die Anlage in Deutschland zu vergrößern. Das wäre unter sozusagen Prozesskosten, Gesichtspunkten der einfachere und viel kostengünstigere Schritt gewesen. Geschäftsführung und Gesellschafter haben sich bei uns entschieden, an einem anderen Ort nochmal, ich sag mal, ein Pendant aufzubauen. Und da natürlich auch nochmal zu investieren und auch relativ da an der Stelle trotz eines bekannten Themas nochmal bei Null anzufangen. Das ist natürlich viel aufwendiger. Und wenn nur das Billigste zählt, dann müsste man eigentlich sagen, dann geht es eigentlich eher auf eine Konzentration. Dann ist es, ja, wenn wir sagen, Sicherheit wird auch belohnt, dann macht es Sinn, so wie es natürlich Sinn macht, eben auch eine zweite Wirkstoffquelle zu haben, wenn es denn möglich ist und nicht nur von einem Lieferanten abhängig sein. Vielleicht auch einen zweiten Glaslieferanten zu haben. Es gibt ja mehr als nur die Wirkstoffe, die plötzlich fehlen können. Aber das Ganze ist natürlich dann regulatorisch aufwendig und es ist natürlich auch von den Prozesskosten her aufwendiger. Wenn das sozusagen auf der Abnehmerseite in irgendeiner Form sozusagen gewertschätzt wird und man sagt, okay, damit sehen wir, bist du für uns der verlässlichere Anbieter im Verhältnis zu anderen, dann ist das natürlich eine Option, die vieles bringt. Im Augenblick tun wir das schon, aber wir tun es in der Tat auch noch nicht für alle Produkte. Und sozusagen auf europäischer Seite haben Sie da sozusagen einen Eindruck auch von Kollegen, ähnlichen Unternehmen, die ähnlich operieren in anderen europäischen Ländern. Sehen Sie das ähnlich? Gibt es da Gespräche, wie man sich vielleicht abstimmen kann? Oder
Wie sich Ist da zu viel Industrie Konkurrenz? abstimmen kann, ist immer ein ganz unglückliches Thema. Verstehe. Ja. Das hören die Juristen nicht so gerne. Ja. Nein, aber natürlich gibt es Erfahrungswerte und natürlich gibt es Austauschforen, wo Austausch, so wie wir jetzt berichten und sagen, erzähl mal, wie macht denn ihr das? Oder erzähl mal deine schönsten oder manchmal auch schlimmsten Sachen. Die erzählt man vielleicht nicht unbedingt vor der Kamera. Natürlich gibt es sowas. Und das tun die großen, global agierenden Unternehmen, tun das. Teilweise aus strategischen Gründen, teilweise, weil sie durch verschiedene Fusionen da auch bestimmte Sachen teilweise irgendwie geerbt haben und jetzt damit einen positiven Umgang finden. Schwierig ist das immer dann, wenn wir von kleinen, wachsenden mittelständischen und regional verwurzelten mittelständischen Unternehmen reden. Die haben da naturgemäß sowohl Berührungsängste, aber auch praktische Probleme in der Umsetzung. Kann da die EU Abhilfe schaffen, sozusagen, könnte eine europäische Basis sozusagen helfen, auch Mittelständler in allen europäischen Ländern zusammenzubringen? Ja, das halte ich für eine gute Idee, dass wir hier sozusagen eine Hotline haben, wo sich Unternehmen miteinander vernetzen können, Strukturen. Es gibt ja das Programm EU for Health. Da kämpfen wir auch gerade drum, dass das bestehen bleibt. Wurde nach der Pandemie nochmal sehr, sehr gestärkt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man solche Netzwerke unterstützt aus dem Programm, damit jeder sozusagen seinen Partner auch in einem anderen europäischen Land finden kann. Im letzten Jahr hatte begonnen bereits, also im Rahmen auch der Critical Medicines Alliance, die dann ja gestartet wurde und eben in der letzten Periode eben auch unter der Verantwortung der HERA eben durchgeführt wurde, hatten die tatsächlich so eine Art Hub angedacht, wo sich Firmen dann auch austauschen können und Angebot und Nachfrage irgendwie vielleicht miteinander austauschen können. Da müssen wir jetzt sehen, wie das organisatorisch weitergehen kann. Also es gab da durchaus auch hier sozusagen vom politischen Brüssel durchaus angedachte Mechanismen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die sozusagen anpassen an die neuen politischen Situationen und Rahmen. Und wie sieht es da gerade aus sozusagen? Jetzt ist diese 2 neuen Strategien vorgestellt. Der Gesundheitsausschuss hat ja das federführend übernommen. Haben andere auch gesagt, na, es hätte vielleicht der Umweltausschuss sein sollen, der sich ja auch ein bisschen damit mit Gesundheit beschäftigt, aber auf einer anderen Ebene. Ist das am richtigen Ort und auf dem richtigen Weg? Absolut. Auch prozedural? Absolut. Also wir hatten ja früher einen Ausschuss für Umwelt und Gesundheit. Ja. Da war beides in einem Ausschuss. Und wir haben uns entschieden, das war auch ein ganz großer Wunsch meiner Fraktion, Gesundheit spielt für die Menschen eine große Rolle. Wir haben in der Pandemie erlebt, dass Europa hier aktiv sein muss. Und schon vor der Pandemie haben wir gemeinsam mit Manfred Weber, Ursula von der Leyen die Aktionsplan Krebs gestartet. Also Europa hat einen Benefit für die Gesundheit, wenn wir es richtig machen. Wir wollen nicht alles entscheiden, aber man braucht mehr Zusammenarbeit. Und Ausdruck dieser stärkeren Bedeutung der Gesundheit ist ein eigener Gesundheitsausschuss. Und da gab es gar keine Diskussion, ob dieses Thema in den Umweltausschuss gehört, weil wir haben die Kompetenz für Gesundheit abgegeben. Es gab allerdings ein großes Bestreben vom Industrieausschuss. Oh ja. Dass der Industrieausschuss gerne dieses Thema federführend bearbeiten wollte, weil es natürlich auch um die Pharmaindustrie geht. Aber ich glaube, in dem Fall sind die Interessen der europäischen Industrie und der europäischen Patienten deckungsgleich. Und im Gesundheitsausschuss reden wir natürlich mit den Unternehmen. Ich bin der festen Überzeugung, ohne Pharmaindustrie werden wir unsere Gesundheitsprobleme nicht lösen. Wir brauchen den richtigen Rahmen und schwarze Schafe gibt es überall. Aber wir wollen das gemeinsam anpacken. Und die Leute in der Pharmaindustrie sind ja nicht böse. Die wollen das Gute. Nur wenn man ihnen sagt, du kriegst so wenig Geld. Ich kenne einen Unternehmer aus meinem Wahlkreis, der sagt, ein wichtiges Medikament, Metformin für Diabetes. Da ist der Preis so gedrückt worden, da hätten wir uns die Schachtel kaufen können für das Geld. Dann kann man doch keinem böse sein, wenn er sagt, ich kann das nicht mehr produzieren. Also es sind ja nun immerhin noch Wirtschaftsunternehmen. So, und deswegen müssen wir hier
Rahmen setzen, der die Industrie in die Lage versetzt, das in Europa zu machen. Und das machen wir im Gesundheitsausschuss. Der Industrieausschuss gibt eine Stellungnahme ab und das ist auch der richtige Weg. Und wird das sozusagen von Erfolg gekrönt sein, wenn einige Mitgliedstaaten vielleicht dann doch sagen, nein, wir wollen trotzdem bei diesen niedrigen Preisen bleiben und wollen das nicht anpassen? Ich glaube, der Leidensdruck ist schon sehr groß. Ja. Und ich finde es auch gut, dass das Thema in der Öffentlichkeit jetzt so langsam die Bedeutung hat, die es verdient. Ich war da oft mit einzelnen Experten aus der Ärzteschaft, der Industrie, alleine auf weiter Flur. Es hat keinen interessiert, aber mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, dass wir da ein Problem haben. Und nochmal, Europa hat das Problem nicht verursacht, aber Europa ist entscheidend, um dieses Problem zu lösen. Und da ist auch richtig Drive reingekommen, nachdem Ursula von der Leyen als Ärztin sich der Sache auch persönlich angenommen hat. Ich setze darauf, dass der Vorschlag nicht unverändert, aber im Kern, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, dass der Vorschlag auch angenommen und umgesetzt wird. Ja. Ja, jetzt hat der Rat seine Position schon bestimmt. In Luxemburg von der Weile. Also das ist nicht so, ich gebe zu, das ist sehr kompliziert. Wir haben verschiedene Gesetze, die zurzeit im Parlament und im Rat laufen. Beim letzten Gesundheitsministerrat hat der Rat seine Position zum Arzneimittelrecht im Allgemeinen festgelegt. Da geht es also um die Frage, wie lange bekommt ein Unternehmen Marktexklusivität, also Schutz vor Generika, damit sich die Investition, das Forschen auch lohnt. Viele andere Punkte, aber das Thema Arzneimittelknappheit war in dem Vorschlag nur am Rande behandelt. Ja. Wir hatten dazu übrigens auch schon lange vor der Wahl unsere Position festgelegt. Das geht jetzt in den sogenannten Trilog. Ja. Da verhandeln Mitgliedstaaten, Parlament und Kommission über das endgültige Ergebnis. Beim Critical Medicine Act sind beide Institutionen noch am Anfang. Ja. Wir haben einen Berichterstatter, ein sehr guter Kollege, Fachmann aus Kroatien, der das machen wird, Tomislav Sokol. Der legt jetzt nächsten Tage seinen Berichtsentwurf vor und wird das nochmal präzisieren, was in dem Kommissionstext steht. Und der Rat fängt in Arbeitsgruppen an zu diskutieren. Also wir sind noch am Anfang, aber ich hoffe doch, dass wir so im Laufe dieses Jahres noch zu einer Annäherung der Positionen und Anfang nächsten Jahres zu einem endgültigen Beschluss kommen. Ja. War ja auch Ihr Eindruck, wir hatten es kurz vorher besprochen, dass die dänische Ratspräsidentschaft ja da auch sehr ambitioniert ist und das wirklich noch voranbringen will, in ihrer eigenen Ratspräsidentschaft so weit wie möglich zu kommen, also bis zum Ende des Jahres. Naja, beides. Ja, das eine ist tatsächlich die Hoffnung, dass sie tatsächlich die also sehr hoffnungsvoll sind, tatsächlich in diesem halben Jahr die Trilog-Verhandlungen vorantreiben, wenn nicht sogar abschließen können. Das wäre schon interessant. Im Übrigen zum Arzneimittelknappheit steht auch einiges in der Arzneimittelrichtlinie drin. Und das andere ist eben tatsächlich, inwieweit das parlamentarische Verfahren zum Critical Medicines Act denn tatsächlich eben auch bis Jahresende, so ist ja der augenblickliche Plan, was sehr zügig ist, eben tatsächlich durchgehalten werden kann, weil von September bis Dezember ist die Zeit dann noch knapp. Aber tatsächlich, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich am Anfang so ein ganz klein bisschen vorsichtig andeutete. Wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass die verschiedenen Themen in den verschiedenen Regulierungen am Ende des Tages auch irgendwie zusammenpassen. Ja, in der Arzneimittelrichtlinie ist zum Beispiel eine Idee drin, dass es nachträgliche Umweltbegutachtung für Produkte mit Zulassung vor 2005 geben soll. Das sind natürlich die ganzen alten generischen Produkte, die wir ja eigentlich stärken wollen. Wenn wir da müssen wir mal ein bisschen gucken, ob das so zusammenpasst. Ja, müssen wir jetzt nochmal kontrollieren. So, und das Gleiche ist eben tatsächlich auch da der Plan, wie man denn die andauernde Belieferung sich vorstellt, ist in der Arzneimittelrichtlinie drin. Und die Frage, mit welchem Vorlauf man sich von einem Produkt trennen darf. Also wenn man denn sagt, also dieses Produkt, das können wir am besten Willen nicht mehr anbieten, aus welchen Gründen auch immer. Wie viel Vorlauf muss sozusagen die Behörde haben, um ihrerseits gegebenenfalls reagieren zu können? Auch da ist ein Vorschlag drin.
also ich verstehe, warum er drin ist sozusagen, und ich verstehe auch die Intention. Inwieweit er praxistauglich ist, werden wir dann sehen. Ja, da hat ja auch mit Versorgungssicherheit zu tun sozusagen. Ne? Ja, also ich möchte den einen Punkt aufgreifen, den Sie genannt haben. Also eine nachträgliche Begutachtung von Medikamenten, die seit ewiger Zeit auf dem Markt sind, halte ich für eine ganz schlechte Idee. Bei den Medizinprodukten, also bei den technischen Geräten, zum Beispiel Herzkatheter, haben wir gerade das Problem, dass diese Regelung dazu führt, dass alles so teuer und so bürokratisch wird, dass manche Produkte vom Markt verschwinden. Den Fehler sollten wir nicht nochmal machen. Und es wird immer wieder diskutiert, zum Glück immer wieder abgelehnt. Weil was ist denn die Situation? Wenn ein Medikament Probleme bereitet, wenn auf einmal Nebenwirkungen auftauchen, die man vorher nicht kannte, dann muss man sofort reagieren. Und wenn nichts ist, dann soll man es doch auch lassen. Also man muss doch die Anstrengung darauf konzentrieren, was nicht kaputt da hinzuschauen, wo wirklich ein Problem ist und nicht irgendwelche Listen abzuarbeiten. Ja. Also da gebe ich Ihnen recht, da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir das Problem nicht noch mal verschärfen. Ja. Die Produktion auch dadurch wieder teurer wird, wenn wir die Knappheit verstärken. Naja, also eben sozusagen Verbraucherschutz und Bürokratie vermengen sich da manchmal in keiner guten Lage. Aber jetzt für das Anstehende kann man das hoffentlich vermeiden. Oder sehen Sie da auch andere Tendenzen, die das vielleicht wieder reinbringen? Naja, also Bürokratieabbau hilft auch die Versorgungssicherheit zu verbessern. Ja. Also zum Beispiel bürokratische Hürden. Wir wollen nicht zurück in die Zeit von vor 50 Jahren. Ich fahre relativ regelmäßig am Kreuz Leverkusen vorbei. Da, als ich klein war, hat es gestunken und die Flüsse waren dreckig. Ja. Da will keiner mehr hin zurück. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Kosten im Blick behalten. Und die Umwelt ist doch in einem viel besseren Zustand. Nehmen wir mal den Klimawandel als große Ausnahme, wo wir noch viel Arbeit haben. Aber ansonsten sind unsere Gewässer, unsere Luft sind doch viel sauberer. Ja. Da müssen wir nicht immer noch einen oben drauf legen. Und die Versorgungssicherheit ist ein so hohes Gut, dass man das auch bei allen anderen Gesetzgebungen mit im Auge haben muss. Wenn es aber dann darum geht, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, dann müssen ein paar Regeln sein. Also zum Beispiel die Regel, du kannst nicht nur auf den Preis achten, sondern es muss auch die Lieferfähigkeit, die Produktion in Europa an sicheren Standorten muss auch eine Rolle spielen. Ich finde nicht, dass man das Bürokratie nennen muss. Wenn einer meint, das müsste Bürokratie heißen, dann ist das der Teil, der sinnvoll ist. Ja. Denn was ist die Alternative? Die Alternative ist, wird nur billig produziert und eben dann in Ländern, die billig produzieren können. Und wenn die den Hahn abdrehen, was dann? So ist es. Und eben, Sie sagten ja auch vorhin, die extra Kosten, wenn die Sachen nicht kommen, nicht da sind, die dann in Krankenhäusern und so weiter auch für das Gesundheitswesen entstehen. Wahrscheinlich nicht nur in Deutschland. Ja, das ist ein europaweites Problem. Ja. Also manchmal ist ein Medikament in den Niederlanden lieferbar und in Deutschland nicht. Ja. Aber ich habe auch hier in Brüssel junge Mütter getroffen, die mir ganz verzweifelt erzählt haben, dass sie 48 Stunden am Wochenende durch die Gegend gelaufen sind und verzweifelt irgendein Medikament gesucht haben und in der 17. Apotheke dann fündig wurden. Also es ist nicht ein rein deutsches Problem. Wie geht's für Sie weiter? Sind Sie auch optimistisch sozusagen, dass das in diesem Jahr eigentlich noch die Gestalt annimmt, die Sie sich erhoffen? Ja, also erstens, ich glaube, es ist auch wichtig, dass insbesondere, und da geht es nicht nur um deutsche Unternehmen. Es gibt hervorragende französische Unternehmen, es gibt hervorragende spanische Unternehmen, es gibt hervorragende italienische Unternehmen, es gibt hervorragende polnische Unternehmen, es gibt tolle tschechische Unternehmen. Ja, also es ist so. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir im Austausch über die Bedürfnisse auch der hier ansässigen Industrie mit den politischen Entscheidungsvertretern sind. Ja, das ist etwas, was gelegentlich manchmal im Diskurs untergeht, dass man nur mit 3 oder 4 Verantwortlichen von allen Seiten redet. Das glaube ich, ist ein Punkt, und in unserem Fall kann, darf und will ich
das für unser Unternehmen begleiten. Das andere ist eben sicherlich tatsächlich nochmal die Frage auch der Entscheidungsfreude, die auch eher existiert. Im Augenblick sind die Texte alle sehr wohlmeinend. Am Ende des Tages wird man aber nicht alles können und alle zufrieden machen können, sondern man wird Schwerpunkte setzen müssen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das im politischen Diskurs auch mit den anderen Fraktionen gelingt. Was auf jeden Fall nicht reicht, da können wir jetzt schon, glaube ich, relativ deutlich sagen, der angedachte Finanztopf ist ist überschaubar groß. Ja, ist nicht groß genug. Es reicht nicht aus. Das wird bei beiden, also es ist ja durchaus an einen Fördertopf gedacht, aber der Fördertopf, ich glaube, da kann man auch aus den Erfahrungen, die Franzosen schon mit Standortpolitik machen, da gibt es ja schon nationale Programme, da kann man sehr gut gucken, was für Projekte in welchen Größenordnungen gefördert werden. Wir haben einzelne andere Länder, wir haben auch durchaus Erfahrung der Europäischen Investitionsbank in diesen Bereichen. Also da liegt eigentlich ausreichend Know-how hier vor, über was für Größenordnung wir eigentlich reden müssten. Ich glaube, da wird es noch ein bisschen Mut brauchen. Ja, also ich bin zunächst mal enttäuscht, dass aus den finanziellen Möglichkeiten, die die Mitgliedstaaten hatten, durch den Corona-Wiederaufbaufonds so wenig gemacht wurde. Ja. Also das war kein wirklich gelungenes Experiment. Die EU hat sich verschuldet. Bis heute gibt es keinen Plan, wie das Geld zurückgezahlt werden soll. Und es ist nicht sehr klar, wohin das Geld gegangen ist. Eigentlich hätten wir da direkt mit anfangen müssen, kritische Infrastruktur im Arzneimittelbereich aufzubauen. Aber mir ist kein Projekt bekannt, wo zum Beispiel Deutschland, war noch Finanzminister Lindner, das gemacht hat. Die haben im Wesentlichen haben die Dinge, die sie sowieso gemacht haben, umgelabelt, haben gesagt, dafür nehmen wir jetzt das Geld zur Refinanzierung. Ja. Europa hat begrenzte Mittel. Also da muss man jetzt sehr genau schauen. Wir haben den Europäischen Regionalfonds, aus dem könnte man das machen. Die Kommission wird einen Wettbewerbsfonds vorschlagen. Da muss man sehr genau schauen, dass das dann auch zielgerichtet ausgegeben wird. Aber der gesamte Haushalt der Europäischen Union umfasst nur 1% des Bruttoinlandsproduktes aller Europäer. In Deutschland haben wir eine Staatsquote von über 50%. Das heißt, nationale Steuern, auch die Sozialabgaben, das ist dann 49 Mal so viel wie das Geld, das die EU hat. Und da müssen wir dann natürlich hinschauen. Und die EU hat die Aufgabe, das vom Wettbewerbsrecht so unkompliziert wie möglich zu machen. Deutschland hat jetzt das Sondervermögen. Das muss auch für diese Dinge ausgegeben werden, ganz klar. Ja. Und wir brauchen dann eine unkomplizierte, schnelle Genehmigung von der EU, dass das so funktionieren kann. Ja. Aber werden sich die Mitgliedstaaten daran halten? Das ist eben die Frage. Gibt es von Brüssel eine Möglichkeit zu sagen, nee, ihr habt hier Geld, das ihr ausgeben solltet und tut es aber an der falschen Stelle? Die Kontrolle der Europäischen Kommission über die nationalen Haushalte ist begrenzt. Ja. Die Kommission erweckt schon mal den Eindruck, dass sie das über das europäische Semester und so weiter radikal hinbekommt. Während der Staatsfinanzkrise in Griechenland hat das so ein bisschen funktioniert, aber es war auch von der Akzeptanz der Bevölkerung natürlich an der Grenze, was man machen kann. Aber da gab es natürlich das Argument, ansonsten gibt es kein Geld. Ja. Das ist für andere Staaten nur begrenzt wirksam. Da schauen wir wie. Aber gibt es eine Möglichkeit, meinen Sie, diesen Fonds aufzustocken? Wird das reichen oder muss man sich dann doch wieder an die Mitgliedstaaten wenden? Naja, das hängt jetzt ja wirklich ein bisschen von den Nationalstaaten an. Viele dieser Projekte sind ja, ich sage mal salopp, ein bisschen Kofinanzierungsprojekte. Und da haben wir zumindest in der letzten Regierung nicht allzu gute Erfahrungen gemacht. Es gab durchaus für einige Projekte auch nicht unbeträchtliche europäische Mittel. Aber wenn dann die nationale Kofinanzierung nicht steht, dann ist das halt für die jeweilige nationale Industrie ein bisschen schwierig. Also von daher
ist da durchaus auch Berlin in der Pflicht. Und wir haben noch mal in unserem Vergaberecht noch mal die besondere Herausforderung, was zumindest Deutschland angeht, dass wir das dann ja noch mal teilweise auf Bundeslandebene runterbrechen. Das heißt, wir haben dann einen europäischen Etat, der mit einem Bundesetat, und der Bundesetat wird dann auf Länderebene noch mal verteilt und mit den entsprechenden Landesbanken sozusagen, da hat Deutschland als Deutschland noch mal ein Problem. Das ist jetzt nicht die Schuld, bei weitem nicht die Schuld der EU. Da gibt es natürlich, wenn ich da an Frankreich denke, mit ihren sehr zentralen Strukturen, da ist das dann eine Willensentscheidung. Ich will oder ich will nicht. Das ist in Deutschland dann nochmal, dann kann es durchaus sein, dass manche Bundesländer das ein bisschen kreativer umsetzen im Verhältnis zu anderen Bundesländern. Und sagen wir mal so, da haben wir in den letzten 10 Jahren nicht allzu gute Erfahrungen in Deutschland, und das trübt ein bisschen meine Euphorie. Ja. Na gut, da kann Brüssel nicht viel ausrichten, denke ich. Das war's auch für heute. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Peter Liese. Vielen Dank, Volker Bahr. Bis zum nächsten Mal bei Europe Up to Date.